Mexiko bereitet sich auf einen wirtschaftlichen Aufschwung vor. Der Grund dafür liegt in mehreren Faktoren, sowohl innerhalb Mexikos als auch in der sich verändernden internationalen Lage. Wie ist die Situation? Die Arbeitslöhne in Mexiko sind relativ niedrig. Anders als in den meisten Billiglohnländern gibt es in Mexiko viele qualifizierte Arbeitskräfte. Produkte aus Mexiko können über die Nordgrenze einfach und kostengünstig auf den riesigen Markt in den Vereinigten Staaten exportiert werden. Diese Mischung scheint Hersteller geradezu magisch anzuziehen. Bekanntermaßen haben US-amerikanische Unternehmen in der Vergangenheit einen Großteil ihrer Produktion nach China ausgelagert. Seit einiger Zeit scheint sich dieser Trend zu verändern. Das sich verändernde globale Wirtschaftsumfeld ist eine Chance für Mexiko. Der Niedergang Chinas könnte den wirtschaftlichen Aufstieg Mexikos nach sich ziehen. Was ist der Grund für diese Entwicklung? Westliche Unternehmen, die ihre Produktion nach China verlagert haben, sind in eine Abhängigkeit von chinesischen Lieferanten geraten. Nun müssen sie feststellen, dass ihre Lieferketten fragiler geworden sind. Aus diesem Grund bemühen sie sich, wo immer möglich, um regionale Lösungen. Das Zeitalter der Globalisierung geht zu Ende. Geografische Lage. Der Transport von Waren aus Mexiko in die USA ist viel schneller und kostengünstiger als der Import aus China. Die Produkte erreichen den Auftraggeber innerhalb weniger Tage per Lkw, Zug oder Schiff. Ein Seetransport von China dauert mehrere Wochen. Dann ist da noch der Zollvorteil. Aufgrund des USMCA-Abkommens sind die Einfuhrzölle zwischen USA, Kanada und Mexiko minimal oder gar nicht vorhanden. Mexiko und die Vereinigten Staaten ergänzen sich. Neben einem verlässlichen Handelspartner brauchen die Vereinigten Staaten sowohl kostengünstige als auch qualifizierte Arbeitskräfte. Das verarbeitende Gewerbe in Mexiko verfügt über eine gut ausgebildete Belegschaft. Jedes Jahr werden dort mehr Ingenieure ausgebildet als in den Vereinigten Staaten. Das bedeutet, dass nicht nur produzierende Unternehmen, sondern auch Technologieunternehmen die Gelegenheit ergreifen könnten, ihre Fertigung nach Mexiko auszulagern. Im Gegenzug braucht Mexiko Arbeitsplätze und Unternehmen, um seine Wirtschaft anzukurbeln. Mexiko und die Vereinigten Staaten ergänzen sich ziemlich perfekt. Darum kann Mexiko zu einem leistungsstarken Produktionszentrum für die Unternehmen in den Vereinigten Staaten werden. Mexiko und die Vereinigten Staaten haben Probleme. Leider ist die politische Realität derzeit nicht vielversprechend. Donald Trump hat versucht, eine Mauer an der gemeinsamen Grenze zu errichten. Er wollte verhindern, dass Migranten illegal in die USA einreisen. Dabei stammen die meisten von ihnen gar nicht aus Mexiko. Sie kommen aus anderen lateinamerikanischen Ländern wie Honduras und El Salvador. Ursache dieser Migrationsbewegung ist die grassierende Armut und Kriminalität in Lateinamerika. In ihrer Verzweiflung glauben viele Lateinamerikaner, dass sie in den USA bessere Chancen haben werden. Viele US-Amerikaner haben Angst, dass die Masseneinwanderung zu Problemen in ihrer Heimat führen wird. Mit mehr als 2 Millionen Grenzübertritten im Jahr 2022 ist die illegale Einwanderung aus Mexiko zu einem der größten politischen Probleme in den Vereinigten Staaten geworden. Kartelle und organisierte Kriminalität in Mexiko. Hinzu kommt, dass der mexikanische Staat offensichtlich nicht die volle Kontrolle über ihr eigenes Land hat. In den zurückliegenden Jahren ist die organisierte Kriminalität sehr mächtig geworden. Die mächtigsten Kartelle in Mexiko verfügen sogar über militärische Waffen und Ausrüstung. Durch Korruption haben sie sich ein großes politisches Mitspracherecht erkauft. Die Fentanyl-Krise. Mexikanische Kartelle bringen große Mengen illegaler Drogen in die USA. Eine anhaltende Fentanyl-Krise fordert jährlich tausende Todesopfer in den USA. Das Problem ist so groß, dass amerikanische Politiker fordern, das US-Militär solle in Mexiko intervenieren und das Problem der Kartelle angehen.
Eine amerikanische Intervention kann der mexikanische Staat nicht akzeptieren. Er muss die Souveränität seines Landes wahren und das Problem der organisierten Kriminalität selbst lösen. Fälschlicherweise wird behauptet, in Mexiko werde kein Fentanyl hergestellt. Es wird erklärt, das sei Amerikas eigenes Problem. Darum ist die Zusammenarbeit im Drogenkrieg zwischen den Vereinigten Staaten und Mexiko auf dem tiefsten Stand seit Jahrzehnten. Die Strafverfolgungsbehörden beider Staaten kooperieren kaum. Okay, die Beziehungen zwischen Mexiko und den USA sind schwierig. Beide Seiten müssen nur ernsthaft mit der Zusammenarbeit beginnen. Meine Hoffnung dahinter ist, dass die mexikanische Regierung mit zunehmendem bilateralem Handel mehr Geld für die Bekämpfung von organisierter Kriminalität und illegaler Migration zur Verfügung haben wird. Die Schattenwirtschaft. In der Vergangenheit ist es Mexiko allerdings nicht gelungen, die Chancen, die der Handel mit den USA bietet, zu nutzen. Fast 30% der mexikanischen Wirtschaft sind informeller Natur. Dieser Sektor wird weder erfasst noch besteuert. Etwa 60% der Mexikaner sollen in diesem Bereich beschäftigt sein. Der Grund dafür ist eine überbordende Bürokratie, die die Geschäftstätigkeit in der formellen Wirtschaft sehr erschwert. Die negativen Auswirkungen dieser Überregulierung sind enorm. Mexiko mangelt es an Infrastruktur und ausreichend öffentlichen Versorgungsbetrieben. Dem Staat fehlt es an Steuereinnahmen zur Finanzierung staatlicher Projekte und 60% der Mexikaner haben keine Sozialversicherung. Die Sonderwirtschaftszonen. Um das lokale Geschäftsumfeld zu verbessern, bietet Mexiko ausländischen Unternehmen wirtschaftliche Anreize. Nahe der Grenze zu den USA wurden Sonderwirtschaftszonen eingerichtet. Dort produzieren die sogenannten Maquila-Fabriken Waren für den amerikanischen Markt. Mexiko bietet ihnen ein vorzügliches Geschäftsumfeld. Beispielsweise wird ihnen Einkommensteuer oder Einfuhrzölle für eine Dauer von 10 Jahren erlassen. Wie kann China reagieren? China hat mehrere Reaktionsmöglichkeiten. Man kann versuchen, für seine Fertigungsindustrie zu kämpfen und mit Mexiko konkurrieren. Auf den ersten Blick scheint das auch der Fall zu sein. Bemerkenswert ist, wie China wirklich auf diese Situation reagiert. Schauen wir genauer hin, werden wir feststellen, dass China mit Mexiko kooperiert. Eine Möglichkeit, um Einfluss zu gewinnen, ist die Übernahme eines Teils der mexikanischen Wirtschaft selbst. Wie die USA verlagern mehrere chinesische Unternehmen ihre Produktion nach Mexiko. Im Jahr 2022 investierten 1289 chinesische Unternehmen in Mexiko. Darunter sind bekannte Autohersteller wie MG Motors oder BYD. Eine weitere Möglichkeit, in Mexiko Einfluss zu erlangen, ist der Bau von Infrastrukturprojekten. Chinesische Unternehmen haben mit der mexikanischen Regierung milliardenschwere Eisenbahnverträge unterzeichnet. Durch diese Investitionen hat die chinesische Regierung Einfluss in Mexiko gewonnen. Den kann sie nutzen, um dem amerikanischen Ziel einer von China unabhängigen Wirtschaft entgegenzuwirken. Schließlich ist der Export chinesischer Produkte von Mexiko aus nicht viel anders als der Export aus China direkt. Für die Vereinigten Staaten sind das schlechte Nachrichten. Schließlich möchte man unbedingt unabhängig von China werden. Lokal wird Mexiko ein ernstzunehmender Konkurrent für China werden. Da die chinesische Wirtschaft mehr als 10-mal größer ist, wird Mexiko nicht in der Lage sein, das Produktionsvolumen Chinas vollständig zu übernehmen. Bezogen auf den US-Markt sieht die Sache anders aus. Im Jahr 2021 hat China Waren im Wert von 600 Milliarden US-Dollar in die USA exportiert. Mexiko exportierte in diesem Zeitraum Waren im Wert von etwa 400 Milliarden US-Dollar auf den US-Markt. Aufgrund der stattfindenden Verlagerung der Fertigungskapazitäten wird China auf dem US-Exportmarkt erhebliche Anteile verlieren. Dadurch bekommt Mexiko die Chance, auf dem nordamerikanischen Markt ein ernstzunehmender Konkurrent für China zu werden. Weil die wirtschaftlichen Interessen der Vereinigten Staaten und Mexikos gegenüber den politischen Differenzen überwiegen, ist es absehbar,
dass die bestehenden Konflikte beigelegt werden können. Weil sich beide Staaten ergänzen, werden sie ihren bilateralen Handel ausweiten und die regionale Wirtschaft stärken. Aus diesem Grund halte ich einen Wirtschaftsboom in Mexiko für wahrscheinlich. Wie denkst du darüber? Schaffen es Mexiko und die USA, ihre Differenzen zu überwinden? Könnte Mexiko zu einem Paradies für Hersteller werden? Wird dieses Wirtschaftsbündnis die Vereinigten Staaten unabhängiger von China machen? Wenn dir dieses Video gefallen hat, lass doch ein Like da. Vergiss nicht, Infonium zu abonnieren, damit du in Zukunft keine Folge verpasst. Bis zum nächsten Mal bei Global Asset Compass.